Hi, ich bin Marie Monteixier. Gleiches wie letztes Jahr, Künstlerin, aber auch DJ, würde ich sagen. Labelbetreiberin, Teil eines Kollektivs. Genau, so würde ich mich gerade beschreiben. Ja. Welche Musikerin oder welchen Musiker würdest du gerne selbst mal interviewen und warum? Tatsächlich würde ich jemanden wählen, die nicht aus dem elektronischen Bereich kommt, und zwar Little Sims, weil sie mich schon so lange begleitet einfach und ich ihre Texte super stark finde und so viel Bedeutung hinter ihrer Musik irgendwie steckt, dass ich mich einfach gern mal mit ihr unterhalten würde. Weil ich glaube, sie ist eine sehr spannende Person und sie hat bestimmt sehr viel Lebenserfahrung oder eine interessante Lebensgeschichte einfach. Und sie deutet es immer in ihren Texten an, wie die Beziehung zu ihrer Schwester oder ihrem Vater, ihrer Mutter, wie sie aufgewachsen ist und wie sie mit ihrem Job umgeht. Und ich finde das so eine tolle Arbeit, dass ich die Künstlerin selbst einfach mal gern kennenlernen wollen würde. Ja. Wie würdest du die Marie, die hier vor einem Jahr saß, in einem Satz beschreiben? Aufgeregter und unsouveräner habe ich ausgewählt, denn ich glaube, das ist beziehungsweise letztes Jahr war das stärkste Jahr für mich nach Corona. Da war alles sehr, sehr aufregend und unsouveräner, weil ich viel in diesem Job lerne oder mit einem bestimmten Stresslevel anfängt umzugehen und eine bestimmte Souveränität erlangt, die jetzt noch nicht auf dem Level ist, an dem ich es mir wünsche. Aber genau, ich glaube, da war alles noch ein bisschen neuer und ich würde nicht sagen, dass ich an Neugierde verloren habe, aber es ist natürlich aufregend, die ganzen ersten Dinge irgendwie kennenzulernen in dem Job. Im ersten Interview meintest du, dass es so, wenn du zurückblickst auf deine Musikkarriere, ist es dir wichtig, dass du sagen kannst, du hast die Beziehungen gepflegt mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wie würdest du sagen, wie schaffst du gerade die Balance? Was hast du da dazu gelernt und wie sieht es jetzt aus, ein Jahr, nachdem du das gesagt hast? Das ist auf jeden Fall, also ich meine, romantische Beziehungen sind immer anders anstrengend also nicht anders anstrengend, aber sie erfordern immer mehr Arbeit als Freundschaften, wo man sich eigentlich wünscht, dass Freundschaften und romantische Beziehungen auf einem Level stehen, was sehr schwierig ist zu erreichen, glaube ich. Ich nehme meine Freundin viel mit mittlerweile. Also ich frage sie auch aktiv danach, wenn ich einen Gig irgendwo habe, dass ich versuche, dann auch ein paar Tage länger zu bleiben. Das Ganze gestaltet sich das dann ja nicht nur reisetechnisch nachhaltiger, sondern sozial auch nachhaltiger für meine Beziehung, wenn sie mitkommt, dass man Zeit zusammen verbringt. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil die Gigs werden besser, die Locations im Sommer sind sehr interessant, man kann, weiß nicht, in Kroatien ein bisschen länger bleiben oder in Slowenien und da versuche ich meine Freundin irgendwie gerade in meinem Job irgendwie so ein bisschen mit einzubinden und sie haben da auch, also dieses Jahr ist das stärkste Jahr, wo ich am meisten Begleitung habe von meinen Freundinnen, was total cool ist, weil die das auch voll genießen und das ist irgendwie voll schön und ich weiß auch, dass das voll das Privileg ist und dass es auch voll was Besonderes ist, dass sie mitkommen, aber ich glaube, die Freundschaften, die ich habe, die sind so etabliert, dass wenn ich auch mal mich länger nicht melde, dass ich da trotzdem, ich kann immer anrufen, wenn irgendwas ist und mein Support-System ist immer da und präsent. Ja, das ist ganz schön. Wie haben sich die Anforderungen an dich selbst im letzten Jahr verändert? Wie setzt du dahingehend auch Grenzen, was vielleicht Perfektionismus angeht? Oder? Das ist, also je größer man wird, desto mehr Druck spürt man und Druck ist etwas, was man nicht sehen kann oder nicht anfassen kann, aber man weiß, dass er irgendwie da ist. Auch wenn jemand den nicht ausspricht, was irgendwie total komisch ist. Und ich glaube, ich lerne gerade auch so eine neue Welt kennen, an wen man alles mit einbindet in so ein Projekt oder in so ein Interview, wie zum Beispiel das, was ich heute anhab oder wie man das gestaltet. Und das hätte ich am Anfang gar nicht, also mit meiner mit jüngeren Erfahrungen verglichen, ist es anders einfach. Und das ist aufregend und das ist cool und das macht Spaß und aber ich merke schon, dass der Perfektionismus größer wird, aber in Bezug auf Musik merke ich auch, dass mehr Leute mir vertrauen, weil ich etabliert bin und darauf vertraue ich auch, dass mir in meinen Sets vertraut wird, wenn ich etwas vorbereite, wenn wir jetzt an ein DJ-Set denken, dass ich für entweder einen Mix mache oder ein Set, das ich auf einer Party spiele, dann traue ich mich mehr zu springen, auch zwischen den Genres, was ich auch vorher sehr viel gemacht habe. Aber es kann sich auch total gestalten, dass wie ich auf dem Boutique-Festival zum Beispiel, das war so
das Highlight meines Jahres zum Beispiel, dass ich ein Set angefangen habe mit sehr langsamer Hausmusik und dann aber auch so Bass und Dancehall-Beats gespielt habe und am Ende so einen ravigeren Techno-Sound und das war auch eine sehr gute Spielzeit dafür. Es war eine Art Warm-up, aber es wurde sehr schnell sehr voll. Und je mehr die Leute einem vertrauen, desto offener sind sie auch für andere Musikrichtungen, glaube ich. Weil sie darauf vertrauen, dass die Künstlerin, die auch schon lange dabei ist, ein bestimmtes Knowledge zum Beispiel mitbringt oder eine bestimmte Erfahrung einfach und sich vielleicht auch aufgrund der Identität der Künstlerin auch für die Musik gleichzeitig besser begeistern können, weil ganz viele Emotionen dann miteinander verschwimmen. Gibt es sonst noch Aspekte, wie du dich musikalisch weiterentwickelt hast im letzten Jahr, wenn du so zurückschaust? Ja, also ich glaube, das ist für alle so total verwirrend, was ich überhaupt gerade musikalisch gerade mache, weil das wurde mir gefeedbackt heute erst von jemandem, der tatsächlich ganz oft ins Berghain kommt und meinte zu mir, du machst immer oder du hast vor einem Jahr irgendwie so ganz anderen Sound gespielt und jetzt spielst du das und ich bin immer neugierig nach neuer Musik. Das macht mir irgendwie Spaß und ich hatte vorher so ein ich habe mit New School Breaks angefangen, dann bin ich so sehr elektrolastig geworden. Dann habe ich einen technoideren Sound gespielt, der immer diese tribalen Drums irgendwie mit einbindet und jetzt bin ich bei House angekommen. Also ich mache immer noch gerne technoide Sets, gar keine Frage und ich würde auch immer noch gerne Elektro-Sets spielen, aber gerade interessiere ich mich so total für diesen organischen, tribalen, Samba-lastigen House irgendwie, der mich gerade voll abholt. Aber weil ich auch viel Panoramabar spiele, ist es so meine Comfortzone irgendwie gerade, so weil es halt auch irgendwie mit so einem Lieblingsort verbunden ist und mit Freunden und Musik, die mir einfach irgendwie Spaß macht. Wie machst du die Grenzen fest? Sind die definiert in deinem Kopf oder sagst du dir ab so und so viel Uhr kein Social Media mehr oder ich sag zu dem Thema nichts mehr, weil, also sind das definierte Grenzen oder sind die so mit der Intuition gekommen? Ich glaube, die kommen mit der Intuition und ich glaube, es ist halt auch, jetzt gerade bin ich an einem Punkt mit den Grenzen, wo es mir dieses Jahr zum Beispiel nicht so gut ging eine Weile, aufgrund des vielen Travelns und es war einfach zu viel. Ich hatte keine Freude mehr an dem Job, also ich hatte Freude an den Gigs selbst, aber alles, was drumherum war einfach ein bisschen viel. Und dann haben wir einfach drüber gesprochen und Punkte gesetzt, wie könnte man das verbessern? Wie geht es mir in dem Job ein bisschen besser? Und ich glaube, so Zeit mit Social Media und so, also ich lösche die App Instagram immer, wenn ich sie nicht brauche. Und das ist ganz gut für mich. Aber ich glaube, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt des Interviews geht es mir sehr gut in dem Job, weil wir auch ein bisschen Druck rausgenommen haben. Gesagt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie wirklich Sachen, die irgendwie Spaß machen, die wichtig für dich sind, auch wenn fast alles irgendwie gefühlt immer wichtig ist. Aber das, was jetzt dieses Jahr nicht passiert, das kann auch nächstes Jahr passieren. Und ich glaube auch daran, dass wenn man Dinge langsamer macht und sie nachhaltig für sich und seine Karriere oder meine Karriere in dem Fall aufbaut, dann halten die vielleicht auch ein bisschen länger, als wenn man alles total schnell macht und eigentlich gar nicht so gut, wie man sich das für sich selber wünscht. Ja, deswegen, ja. Das ergibt Sinn. Mit dem Handy ist ja, glaube ich, bei jedem ein eigenes Thema irgendwie. Das hat ist sehr schwer. Hat jeder so seine eigenen Grenzen, das stimmt. Welche konkreten Schritte habt du und dein Team unternommen im letzten Jahr, um sichere Umgebungen in Clubs zu schaffen, auf Festivals und eben auch gegen die Diskriminierung vorzugehen in der Musikszene? Und ja, was habt ihr erreicht und was sind so die weiteren Ziele dahingehend für dich? Nachdem ich den Taz-Artikel geschrieben habe, genau, das war, glaube ich, so mein größtes Projekt in dem Sinne, dass ich selbst geschrieben habe und auch da sehr viel Unterstützung bekommen habe. Ich habe das natürlich nicht alles alleine gemacht, aber hat sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen schon. Da waren sehr viele sehr dankbar, weil es aus einer DJ-Künstlerin-Perspektive ist, die ja auch sehr unangenehm oft sein kann, weil sie so intim ist. Und dann haben wir einen Code of Conduct danach erstellt. Das heißt quasi, dass man also Code of Conduct ist wie Verhaltensregeln übersetzt, so ins Deutsche so ein bisschen, dass man auf bestimmte Ungleichheiten aufmerksam macht. Also, dass man bestimmte Diskriminierungsformen nicht akzeptiert. Das inkludiert Sexismus, Rassismus, aber auch Antisemitismus. Ein noch nicht so viel besprochenes Thema in unserer Szene, letzteres. Genau, und das sind so Dinge, die einfach für immer dem Promoter mitgeschickt wird, wo quasi nicht nur mein Technik-Rider mitgeschickt wird, sondern wird gesagt, das sind die Bedingungen, unter diesen Bedingungen spielt die Künstlerin ein bestimmtes
also ein diverses Line-up, was auch beinhaltet, dass man sagt, dass bestimmte Künstlerinnen oder POC-Künstlerinnen unterstützt werden und dass sie dann auch so und so viel, also einen bestimmten Prozentansatz oder dass man dann auch sagt, dass man möchte, dass diese Künstlerinnen auf etwa gleich großen Bühnen spielen oder darauf hinweist, dass die Spielzeiten auch gerecht verteilt werden. Ne? Also es gibt so ganz viele kleine Dinge, die man tun kann. Das wurde so inkludiert nach diesem Taz-Artikel. Also ich glaube, es gab ganz viele Künstlerinnen, die das zuvor auch schon hatten. Mir war das nicht bewusst, dass es möglich ist und dann haben wir es möglich gemacht. Genau, und dann gibt es noch mein Label, Pariah, das eher eine andere Form der Kommunikation wählt. Also ich unterstütze junge, aufstrebende Künstlerinnen wie Alice and Bob oder jetzt kommt Amalia als nächstes aus London. Dann habe ich mein Kollektiv immer noch Per Se. Das vor allem, ich bin so dankbar, dass ich die Mädels habe, weil es ist so, wie soll ich das beschreiben? Ich kann mich total ausruhen in diesem Kollektiv, weil die Mädels wohnen in Köln, wir sind zu 4 mittlerweile, also es ist Tilda, Luisa, Philo und ich. Und die sind alle so auf dem Boden geblieben und nicht so Szene, was jetzt nicht negativ aufgeladen sein soll, aber das entspannt mich so sehr, weil es eine total schöne Dynamik in der Gruppe ist und eine total coole Gruppe an sich einfach. Und wir buchen auch immer Künstlerinnen, die man halt nicht so gut kennt. Oder wir achten halt, wie gesagt, irgendwie darauf, dass es vor allem Frauen oder nicht-binäre Personen sind oder Transpersonen. Und ich bin super dankbar für den Input, weil Tilda ist vor allem sehr stark in der queeren Szene vertreten und kennt dadurch halt auch noch mal mehr queere Künstlerinnen, als ich sie kenne und bringt da ihren Input rein. Und Philo und vor allem Luisa bringt so Booking-Erfahrungen auch mit. Und Philo hat so einen total sehr diversen Musikgeschmack, wo es ihr möglich macht, in verschiedenen Spielzeiten zu spielen und auch mit uns allen zusammen. Und irgendwie ist es eine total coole Gruppe. Und ich bin voll dankbar, dass die Mädels auch da sind. Und ich habe das Gefühl, dass da so wirklich nicht das Identitäre im Vordergrund steht, sondern wirklich die Arbeit an den Strukturen selbst sehr wichtig ist. Ja, genau. Und ich glaube, für mich ist im letzten Jahr das Thema Antisemitismus nochmal mehr in den Vordergrund gerückt, um ehrlich zu sein. Das ist tatsächlich eine der längsten oder ältesten Diskriminierungsformen der Geschichte, würde ich sagen. Und es ist immer noch nicht so präsent in unserer Bubble. Und da wünsche ich mir so ein bisschen, dass das vielleicht auch mal auf einem Code of Conduct oder auch mal auf bei einer Party steht. Also quasi dieses ganze No Homophobia, No Racism, also die ganzen Dinge, die nicht akzeptiert sind in der Sinne, dass das No Antisemitismus auch mal irgendwie seinen Platz findet. Das ist für mich nochmal wichtiger geworden. Das ist eine neue Mission. Ja. Stark. Und was würdest du sagen, als politisch aktiver und kritischer junger DJ wie du, hat das Auswirkungen auf Bookings, also du studierst auch Soziologie, setzt dich ein für Themen, die sowohl im Guten als auch im Schlechten setzt du dich ein für Themen, bist aktiv. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf Bookings? Also du meintest, mit dem Code of Conduct hast du ein Werkzeug, das du mitgeben kannst, aber gibt es auch sonstige Auswirkungen, wenn du auf deine Booking schaust oder generell? Ich glaube, mittlerweile ist, je nachdem, wo man stattfindet, ich glaube, die Szenen oder die Promoter sind auch offen dafür, wenn man Leute oder Künstlerinnen vorschlägt oder darauf aufmerksam macht. Ich bin mir sicher, dass es bestimmte Promoter gibt, die mich nicht buchen aufgrund meiner kritischen Haltung auf bestimmte Dinge. Ich habe mal ein Festival kritisiert an Social Media und ich glaube, das kann immer negative Auswirkungen haben, wenn man natürlich die Künstlerin ist, die auf unangenehme Dinge aufmerksam macht. Ich bin auch ein bisschen vorsichtiger damit geworden. Nicht, weil ich Angst habe oder weil es mir unwichtig geworden ist, sondern weil ich mehr auch als Künstlerin gesehen werden möchte und da die Balance versuche noch gerade zu finden für mich. Also letztes Jahr war so sehr viel Aussprache über viele Dinge und über viele Dinge, die ich als sehr ungerecht empfinde. Und jetzt gerade steht die musikalische Arbeit mehr im Fokus, aber gleichzeitig halt auch das Einbinden von verschiedenen Künstlerinnen oder jungen Künstlerinnen oder aufstrebenden Künstlerinnen oder Künstlerinnen, die von bestimmten Diskriminierungsformen betroffen sind und halt nicht so ihren Platz finden, also eine Form von Austausch findet da statt. Und ich bin mir aber sicher, dass es einige Promoter gibt, die es vielleicht nicht so gut finden. Die Frage ist nur, ob man das mitbekommt. Wenn du jetzt in ein Jahr in die Zukunft blickst,
Wo denkst du, wirst du stehen und was würdest du der Marie in einem Jahr gerne sagen? Also was für eine Message würdest du ihr mitgeben? Ich glaube, ich würde ihr sagen, was ich mir selbst gerade versuche zu sagen, ist, genießt die Zeit einfach oder versucht die Zeit und die Momente nicht als selbstverständlich wahrzunehmen. Weil das habe ich nie, aber wie gesagt, ich habe vorher gestruggelt und ich weiß, wie es auch ist, wirklich nichts zu haben und kein Support-System und ich glaube, dass ich das nicht vergessen darf und das ist so wichtig einfach für so die Marie in den nächsten Jahren. Natürlich hoffe ich, mich immer mehr und weiter etablieren zu können. Mit der Größe kommt auch manchmal noch mehr Vertrauen vielleicht hinzu, aber also das hoffe ich auf jeden Fall. Und ganz viele, ich glaube, ich hoffe, dass ich noch ganz viel lerne. Ich finde das sau wichtig irgendwie. Also nicht nur so von mir selbst aus Erfahrungen heraus, sondern auch von anderen Menschen in der Szene, also oder von anderen Künstlern. Ich bin sau gespannt, was in einem Jahr ist und wo ich dastehen werde. Genau, also da einfach versuchen, die Zeit irgendwie so ein bisschen zu genießen. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Ja.